Hallo liebe Leute, euer Motorradtour grüßt euch. Heute mal wieder zu einem technischen Video. Ja, es ist so, dass die Firma Carboride hat mich angeschrieben. Ja, die wollen wahrscheinlich ein bisschen Garmin-Wettbewerb machen, ob ich denn mal einen Bericht machen könnte über das W702 Pro. Ich bekomme momentan so viele Anfragen von irgendwelchem chinesischen Zeug, irgendwas zu machen, dass ich eigentlich alles ablehne, aber das W702 Pro interessiert mich natürlich, weil auch viele von meinen Moto Guzzi Stelvio Kollegen das im Einsatz haben und jetzt möchte ich mir selber einfach mal ein Bild davon machen. Also, jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich das an die Moto Guzzi Stelvio montiere. Paket ist eingegangen. Jetzt machen wir mal auf, was das alles drin ist. Aha. Sauber verpackt. Wirklich ideal. Und da ist noch ein Schaumstoff mit drin. Also perfekt eigentlich. Jetzt muss ich mal die Brille aufsetzen, dass ich das auch sehen kann oder lesen kann, was da drauf steht. Also IP67 ist, glaube ich, der Standard. Dann für CarPlay oder Android Auto. Bluetooth fähig. Kompatibel mit anderen Geräten, SD-Kartenslot, Lautstärkeregelung und Musik abzuspielen. Für 2 Personen nutzbar und mit Touchscreen. Und jetzt packen wir es mal aus, was so alles drin ist. Oh, hier innen ist wirklich sauber verpackt alles. Alles mit Schaumstoff überlegt, dass da nichts passieren kann. .702W nennt sich das. Ein sehr großer 7 Zoll Monitor, also wirklich super von der Bedienung und auch vom Design her. Und ich denke auch wirklich sehr gut verarbeitet. Der Knaufhinder für die Lenkerbefestigung ist schon serienmäßig drin. Genauso, muss ich mir mal schon anschauen. Ja, genauso wie das Batteriekabel, wenn man es direkt an die Batterie vom Motorrad anschließen möchte. Weiter geht's mit einem Stecker für USB, dass ich es am Lenker direkt frisch machen kann. Dann habe ich eine Lenkerklemme dabei, wo ich die Kugel oben einhängen kann. Dann habe ich den Befestigungssatz dabei und eine Sicherung. Und das hier für die Moto Guzzi wichtig. Das ist dieses Teil, das oben an die Querstange kommt und dann kann man es direkt montieren. Also alles sehr durchdacht gemacht. Der Schlüssel ist auch noch dabei. Und eine Bedienungsanleitung in Englisch. Aber das müssen wir mal durchgucken. Jetzt gehe ich mal ans Motorrad, ich baue es an, ich verbinde es mit dem Handy und dann versuchen wir das mal, wie das läuft. Also, bleibt dran, wenn es euch interessiert. Danke, dass ihr dabei sind. So, und bevor wir es jetzt Angebot mal nutzen und probieren, erstmal ein paar grundsätzliche Informationen zu diesem Gerät. Ja, Carboride, eine Direktvertriebsfirma mit Sitz in China. Wie vieles elektronische Gerät kommt natürlich auch dieses Gerät aus China. Man unterscheidet verschiedene Größen. Das macht Carboride so, dass ein 702 wie das hier anbieten und ein 502 unterscheidet sich in der Größe. Also 502 5 Zoll und 702 7 Zoll. Und dann gibt es noch wohl ein Modell 902, ich glaube für Wohnmobile. Dann gibt es die Bezeichnungen 502B und 702B. Das bedeutet, das sind die, wo der Adapter für die BMW-Aufnahmen direkt schon am Gerät dran sind. Das heißt, ich kann die generell einfach nur einklipsen und dann funktioniert es. Was nicht funktioniert, also ich habe keine Aktivhalterung gefunden. Das bedeutet, ich kann nicht also irgendwo einen Aktivhalter hinmachen. Gibt es bestimmt, habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert. Und jetzt, was macht das Gerät? Eigentlich ist es nichts anderes, wie wenn ihr euer Handy nutzt zum Navigieren, dass ihr einfach einen extra Monitor habt, um das alles darzustellen. Das heißt,
Man hat natürlich auch die Möglichkeit, ein Handy am Motorrad zu befestigen. Da gibt es ja auch gedämpfte Halterungen und alles Mögliche. Aber es ist einfach so, dass viele Kameras, die in den teuren Handys eingebaut sind, einfach sehr empfindlich sind. Und daher ist einfach die Empfehlung von vielen Leuten, die sich da auskennen, eben das Handy lieber in der Tasche zu lassen und über so ein Gerät, das nicht ganz so teuer ist, die Anwendungen anzeigen zu lassen. In vielen Fahrzeugen, also speziell auch eigentlich in allen Elektrofahrzeugen, die am Markt sind diese Monitore in den Fahrzeugen auch schon fest verbaut. Da macht man das generell über diese Geräte. Man kann sein Handy, sein Apple-Handy über Apple CarPlay verbinden oder die anderen Geräte wie Samsung und ich weiß nicht, wie die alle heißen, über das System Android Auto. Beides möglich bei dem CarPride 702 Pro. Und jetzt muss man natürlich auch mal unterscheiden, welche verschiedenen Typen von Navigation gibt es denn überhaupt? Ich war heute früh auf der Platte in Löwenstein, habe da mal mit den Menschen dort gesprochen, wie die das machen mit der Navigation. Also es gibt einen Anteil, der nimmt gar keine Navigation. Die fahren nach Karte und frei Schnauze. Der Weg ist das Ziel, ist ja oft auch nicht schlecht. Dann gibt es Menschen wie mich, die eben das Navigationsgerät, ein TomTom oder ein Garmin nutzen, oftmals, um auch von zu Hause aus natürlich eine explizite Tourenplanung machen zu können. Und dann gibt es halt noch die anderen Menschen, die nutzen per Handy Kalimodo, Kofiger.de oder Google Maps oder was es so alles gibt. Ja, und für die Leute ist es auch gedacht. Und da hat einfach CarPride speziell für die Motorradfahrer das Gerät hier oder diese Geräte entwickelt. Die sind nach SP67 Standard absolut wasserdicht. Und wie gesagt, für BMW gibt es speziell diese Halterung, um das direkt einklipsen zu können. Wichtig, das Gerät hat selbsterklärende Funktionen, Bluetooth über Handy, dann Headset-Verbindung zweimal, ganz wichtig, dann Telefon, Musikwiedergabe und so weiter. So, jetzt möchte ich das einmal kurz noch am Gerät selber erklären, was denn so dabei ist und was wir alles haben. Also, wir haben auf jeden Fall mal dabei einen wirklich hochwertigen, also die Anschlusskabel sind alle hochwertig, einen Adapter für den 12 Volt Direktanschluss an die Motorradbatterie. Dann einen Adapter für einen Anschluss an das Bordnetz vom Motorrad per USB-Stick. Um das jetzt einmal in Betrieb zu nehmen, hänge ich das an eine Powerbox. Dann wird es mit Strom versorgt und fährt sofort hoch. Hier an der Seite übrigens sind dann einmal der Aus- und Einschalter, wasserdicht, und zum zweiten der Kartenslot für die 64 GB Karte, die hier möglich ist einzubauen für Musik oder Videos oder egal für was man das nutzen möchte. Und dann startet es mit diesem Display. Nach dem Einschalten und Beilegen des Handys beginnt sofort der Kopplungsvorgang. Auf dem Handy wird mir dann angezeigt, dass das Gerät versucht zu koppeln. Ich bestätige das und der Kopplungsvorgang wird dann automatisch gestartet. Er zeigt mir diesen Passkey an und verbindet es. Ja. Und somit habe ich die WLAN-Verbindung und auch die Bluetooth-Verbindung auf einen Schlag erledigt. Also alles sehr einfach. Und dann, ihr seht schon, Gerät geht aus, geht an, kommt auch schon die Handymaske mit meinen Apps drauf. Auf die einzelnen Möglichkeiten möchte ich hier gar nicht eingehen. Hier seht ihr die Helligkeitsregelung vom Display, das geht automatisch. Und hier sieht man ja auch, ehrlich, wie schnell der Prozessor von dem Gerät ist. Das geht ratzfatz, dass ich das umschalten kann. Auch noch neu bei dem Pro-Gerät ist dieser Barometer und auch gleichzeitig noch ein Kompass mit eingebaut. Naja, wer es braucht, für den ist es okay. Ansonsten eben eine kleine Spielerei.
Für alle, die jetzt technisch vielleicht nicht ganz so bewandert sind, möchte ich das mal kurz erklären. Ich denke mal, ein Handy hat jeder von euch und eigentlich ist es so, dass dann das, was auf dem Handy erscheint, einfach hier auf dem Gerät erscheinen wird, wenn ihr das entsprechend verbunden habt. Die Grundfunktionen von dem Gerät möchte ich jetzt mal durchgehen. Also wir haben da oben zwei Funktionen, Apple CarPlay und Android Auto. Apple CarPlay, wenn ihr da drauf drückt, das ist die Verbindung mit den Apple-Geräten, also dem iPhone. Und Android Auto ist die Verbindung mit eurem Samsung oder anderen Geräten mit dem Android-Betriebssystem. Dann Dual Bluetooth, da habt ihr die Möglichkeit, zwei Headsets zu verbinden und auch gegenzusprechen oder auch beide Musik zu hören. Was ja auch die Intercom-Funktion wäre. Dann Light Sensing. Das Gerät hat einen separaten Lichtsensor drin. Den kann ich auch oben einstellen. Das zeige ich euch noch, wenn ich das Gerät angeschlossen habe. Kompass zeigt die Höhe an, die Fahrtrichtung und so weiter. Das ist neu. Dann IP67 Waterproof. Also das Gerät ist 100% wasserdicht. Das habe ich auch getestet. Also da könnt ihr mit der Gießkanne drüber leeren, da passiert nichts. Dann haben wir die Möglichkeit, eine 64 GB Karte einzulegen für Musik oder andere Sachen zum Abhören. Und dann haben wir noch einen Barometer drin, der Luftdruck und so weiter anzeigt. Ja, brauchbar oder brauchbar auch nicht, aber es hat schon sehr viele Funktionen, die ich nutzen kann. Und jetzt bauen wir das Gerät mal an. So, hallo, liebe Leute. Und jetzt geht's nämlich los. Jetzt baue ich mal dieses Carborite W702 an und ihr seht dann auch gleich den Unterschied zu Garmin oder dem Handy. Ihr seht hier links oben an meiner Moto Guzzi diese bereits vorhandene Lenkerhalterung. Das ist eine 1 Zoll Kugel, um das zu befestigen. Und den gleichen Satz habe ich auch bei dem Carborite dabei, sodass ich das Carborite-Gerät direkt hier anschließen kann. Ich stecke das Kabel hinten ein, schraube es zusammen und nehme vorne bei der Moto Guzzi jetzt pro forma den USB-Anschluss, dass ich es testen kann. Also nach dem Einschalter der Zündung fährt das Gerät sofort selbstständig hoch und der erste Step ist dann die Auswahl der Sprache. Nächster Step, Koppeln mit dem Handy ist automatisiert, das heißt, ich schalte das Gerät ein, ich sehe schon den Code, drücke drauf, bestätigen und die WLAN und die Bluetooth-Verbindung sind da und dann sehe ich im Monitor schon meine Handy-Oberfläche. Echt super. Und jetzt probieren wir es halt mal beim Fahrer aus. Ich versuche jetzt also mal die Kurviger-App, habe ein Ziel eingegeben und fahre jetzt los. Also was sofort auffällt, ist einfach die unterschiedliche Größe zu dem Garmin, das ja bei mir in der Mitte hängt. Und da wird natürlich auch dieses Gerät nachher hängen, wenn man das richtig montiert. Ich möchte jetzt erstmal versuchen, wie alles geht und ob es überhaupt funktioniert. Und die Anzeige ist schon beeindruckend, das muss man sagen. Dann kann es jetzt mal losgehen. Ich freue mich jetzt. Also wie üblich bei Kurviger gewohnt, alles sehr übersichtlich gestaltet. Ich habe halt hier jetzt 1:1 die Navigation auf dem Display. Die habe ich auch auf dem Handy natürlich, aber das habe ich in der Tasche. Und das funktioniert schon mal wirklich sehr gut, ganz klar, wirklich einwandfrei. Dann probieren wir mal die Telefonfunktion aus. Ich weiß, das macht man nicht beim Fahrer. Ehrlich gesagt, ich mache das auch nie. Vielleicht werde ich mal angerufen, da halte ich aber dann in der Regel an. Ansonsten telefoniere ich nicht beim Motorradfahrer. Also das fange ich gar nicht an. Aber dass ihr seht, auch das wäre möglich und auch das ist schon beeindruckend, was da so alles auf dem Display dann kommt. Finde ich persönlich, ja.
Die weitere übliche Verdächtige wie WhatsApp und E-Mail und was weiß ich was, habe ich gar nicht probiert. Das kann bestimmt das Gerät alles, aber ehrlich, ich brauche es nicht. Ne? Ich bin froh, wenn jemand selber schreibt beim Motorradfahren, da sitze ich auf dem Motorrad. Navigation ist für mich wichtig, alles andere eher unwichtig in dem Moment. Aber ich glaube, das denkt ihr genauso. Jetzt habe ich mal umgeschaltet auf eine Navigation über Google Maps. Für mich funktioniert es fast besser wie die mit Kopfhörer. Da sage ich aber am Ende des Videos noch was dazu. Touchscreen lässt sich auch perfekt mit Handschuhen super bedienen, auch nicht anders wie das Garmin. Also das passt eigentlich alles. Löwenstein Platte. Jetzt gibt es per Sprachsteuerung auf Google Maps ein neues Ziel, und zwar Löwenstein, die Platte, Motorradtreffpunkt natürlich. Heute nochmal bei gutem Wetter. Und dann seht ihr auch, der Monitor schaltet gleich um, wenn er berechnet hat. Und ich fahre jetzt einfach mal nach Anweisung und dann sieht man, wie das Ding funktioniert. Also das funktioniert wirklich astrein, hätte man gar nicht so gut vorgestellt, muss ich sagen. Verbindung bleibt stabil, ich sehe unten immer die 5G oder 4G, je nachdem was ich habe. Und auch der Blendschutz ist wirklich gut, obwohl ich es ja jetzt da oben montiert habe, also ziemlich freistehend, sehe ich das trotzdem wirklich gut. In der Aufnahme kommt es dann nicht so rüber, weil es spiegelt, aber das Auge nimmt es wirklich astrein auf. Und ja, ich habe da gar nichts einzuwenden, wirklich nicht. Jetzt ist es an der Zeit, ein Fazit zu dem Gerät zu ziehen. Also erstens möchte ich mal sagen, dass ich das Gerät von der Firma Carboride gestellt bekommen habe, also nichts dafür bezahlt habe. Aber ihr wisst, meine Tests und meine Statements, die sind schon so, wie ich das auch selber empfinde. Also ich sage das nicht, dass es besser ist, wie es tatsächlich ist, sondern ich mache das so, wie ich das empfinde und wie ich das sehe. Auch schlechte Sachen spreche ich an, ich habe da kein Problem damit. Die Preise für die Geräte liegen momentan in Deutschland für das 502B Pro, das ist das 5 Zoll Gerät, bei 275 € und für das hier im Test gezeigte 702B Pro bei 340 €. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr es über meinen Rabattcode einkaufen. Der ist hier unten eingeblendet und steht auch in der Videobeschreibung. Das sind momentan 32%, also das ist schon recht günstig und wesentlich günstiger als ein gescheites Handy. Ich möchte mal kurz die Vorteile zusammenfassen. Und zwar, es ist eben so, dass die Geräte speziell für Motorräder entwickelt sind. Das zeigt sich schon in der Bedienung mit Handschuhen, das zeigt sich in der Wasserdichtigkeit und so weiter. Das ist also schon großes Kino, das muss man schon sagen, und das ist vollkommen okay. Ein weiterer Vorteil sind, wenn ich die Navigation über das Handy mache, habe ich halt die Offline-Karte drin, aber das brauche ich jetzt nicht separat erklären, das ist eben bei jeder Handynavigation so. Als Vorteil würde ich auch noch sehen, dass ich jede Handynavigation eben nutzen kann. Sei das Kopfhörer, sei das Kalimoto, sei das Google Maps und was da so alles gibt. Da gibt es natürlich sehr viele Sachen. Eines hat sich bei mir deutlich gezeigt, wo ich gefahren bin. Wir haben ja momentan wirklich überall Umleitungen. Unser Staat hat ja Geld für Straßenbau, das glaubst du gar nicht, aber es wird überall gebaut und es sind überall Streckensperrungen. Mit meinem Garmin Navi ist es so, da habe ich ja auch das Handy verbunden, da sehe ich das auch über diesen Verkehrsfluss, aber er zeigt mir halt keine Umleitung an. Und wenn ich das mit Google Maps mache, das ist wirklich schon ein großer Vorteil, finde ich, weil ich habe dann gleich die Umleitungsstrecke drauf, die ich mal auswählen kann und dann fährt er eben die. Weil das ist mir ja auch in Frankreich so gegangen, wenn ich halt eine Umleitung habe mit 50, 60 Kilometer, dann musst du zuerst mal blättern. Und wenn du keine Karte dabei hast, das sieht ganz schön alt aus. Also für mich stellt sich das so dar.
Und auch in Frankreich hat man die Umleitung eingegeben und haben die nächsten 40 Kilometer gespürt dann und trotzdem hat es Garmin irgendeinen Mist zusammengerechnet. Also da finde ich jetzt eine Google Maps Lösung schon besser. Und wie gesagt, die funktionieren alle und das ist auch echt eine gute Sache. Dann möchte ich mal die Kritikpunkte natürlich auch mal ansprechen. Ich sehe das kritisch, es gibt keine Aktivhalterung. Allerdings hat bei uns in der Moto Guzzi Stelvio 2024 Gruppe einer geschrieben, er hat es wohl irgendwo im Ausland besorgt und es gibt wohl schon eine Aktivhalterung. Aktivhalterung ist es so, das ist dann so wie die BMW-Halterung, ich klippe sie ein und das Ding hat dann Strom drauf. Ich muss also nicht permanent Dauerstrom legen oder per USB verbinden. Aber gut, ich weiß es nicht, da habe ich mich nicht drum gekümmert. Nachteil für mich auch noch, dass der Einschaltknopf hinten am Gerät hängt. Das heißt, wenn es jetzt nicht so befestigt wie ich, dass man da rankommt, sondern tatsächlich vorne und du musst da immer einschalten oder ausschalten. Also das heißt, das ist ja sonst mit Dauerstrom versorgt, finde ich das auch nicht so prickelnd. Also das finde ich ein bisschen schlecht, den Knopf dahinter. Weitere Schwachstelle aus meiner Sicht, man muss das Handy irgendwie freigeben, dass das die Verbindung permanent offen hält. Weil sonst passiert Folgendes, also bei mir war es halt so, dass das natürlich immer noch parallel mit dem Garmin verbunden war und ich weiß jetzt nicht, wie viele Verbindungen das Handy da gleichzeitig aufmachen kann. Auf jeden Fall musste ich jedes Mal nach dem Neustart vom Motorrad, also das heißt auch nachdem das Carboride hochgefahren war, das wieder neu mit dem Handy verbinden. Das ist bestimmt eine technische Einstellung. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare reinschreiben, wie man das macht, dass die anderen das auch wissen, aber das geht sicherlich. Und eine große Schwachstelle, die ich beim Fahren bemerkt habe, beziehungsweise wenn ich es dann gestartet habe, war die permanente, bei den Handy-Apps ist es so, du loggst dich ein, machst einen Routenplan und du gibst eine Route ein und dann sagt er, okay, jetzt musst du dich zuerst mal anmelden. Na, mit den Handschuh aus, am Handy wieder den Mischter eintippen, damit er sich einloggen kann, wenn du schon ein Konto hast. Wenn kein Konto hast, sieht es dann noch viel schlimmer aus. Und dann funktioniert es dann mit der Kofiger-App oder Kalimoto-App. Dann habe ich Kalimoto probiert und wollte eine Route laden. Dann sagt er zu mir bei Kalimoto, da brauchst du schon irgendeine Premium-Version. Also das ist alles, finde ich, noch nicht so richtig ausgereift. Da gehe ich bei Garmin hin, gebe das Ziel ein oder lade die Route und das war's dann. Was wirklich sehr gut funktioniert hat, muss ich sagen, war Google Maps. Also Google Maps, habt ihr ja gesehen im Video, ich spreche das Ziel ein und der macht die Navigation. Was dafür bei Google Maps wieder etwas schwieriger ist oder für mich schwieriger ist das Abfahren einer vorgefertigten Route. Also da müsste ich mich jetzt drum kümmern, aber das geht sicherlich auch. Eine weitere Schwachstelle, das war dieses Heißwerden von dem Gerät. Das haben wir auch im Forum bei uns schon gehabt, das haben viele geschrieben, ich konnte mir das gar nicht so vorstellen. Also es ist so, das Gerät wird, wenn das per USB angesteckt ist, extrem warm, heiß. Beim Fahren, wenn der Fahrtwind das kühlt, ist das kein Thema, taucht es auch nicht auf. Aber wenn man es dann so, wie ich jetzt zu Hause probiert und ich habe es dann per USB irgendwo angeschlossen oder auch ohne dass ich fahre, wird das Gehäuse von dem Gerät wirklich extrem heiß. Ob das schädlich ist, kann ich nicht beurteilen. Ich möchte es nur gesagt haben, also das ist so. Ich meine, klar, wenn man an so eine WLAN-Box ranfasst, die ist ja auch immer heiß. Also von dem her gesehen, ich kann es nicht sagen, aber sie wird richtig heiß. Aber ja, das ist bestimmt alles Jammern auf hohem Niveau. Für mich ist es so, dass ich trotzdem in Zukunft das Garmin-Gerät nutzen werde. Zum einen habe ich es eben schon und es ist angebaut und es funktioniert alles genauso, wie ich das möchte. Zum anderen bin ich halt vom alten Schlag, das heißt, ich plane per Basecamp und da kriege ich einfach tolle Routen raus und ich kann da auch Routen abseits der Straße planen und egal wie ich das möchte. Und das funktioniert halt bei mir schon, ich weiß nicht, 15 oder 20 Jahre und ich stelle mich da nicht um. Ich habe das auch mit Kofiger drauf natürlich oder mit Kalimoto, kein Problem und ich gucke auch ab und zu mal da rein, aber ich bin es halt so gewohnt und für mich funktioniert das alles und never touch a running system, warum soll ich es also ändern? Aber wie gesagt,
es ist kein schlechtes System so, wirklich. Und jetzt könnt ihr euch das ja mal überlegen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr mir. Ich freue mich immer. Ansonsten ein Kommentar beim Video wäre toll, aber wäre noch besser. Und jetzt viel Spaß und noch ein paar schöne Resttage dieses Jahr, dass wir noch ein bisschen fahren können. Euer Motorradtour. Bis bald. Tschüss.